La Divina Costiera. Die göttliche Küste heißt's. Positano. Benvenuti an der Amalfiküste. Wir fahren an Italiens Traumküste entlang. Die liegt südlich von Rom bei Neapel, der drittgrößten Stadt des Landes. Wir starten in Positano und besuchen die ehemalige Welthandelsstadt Amalfi. Im edlen Badeort Sorrent begeben wir uns auf die Spuren von Caruso und nehmen das Schiff auf die legendäre Insel Capri. Zum Schluss fahren wir am Vesuv vorbei nach Neapel, übrigens einst die Welthauptstadt der Opernmusik. Il mare. So viel Wasser. Die Stadt Positano, wie auch andere Orte an der Amalfiküste, erreichten die Menschen jahrhundertelang nur über das Meer. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde eine durchgängige Straße entlang der Steilküste gebaut. An die machtvolle Zeit der Seefahrerrepublik erinnern bis heute noch die Wachtürme hier. Es gibt wenig Strände hier, aber es gibt sie. Die heutige sehr kurvenreiche Küstenstraße wird Amalfitana genannt. Oh Gott! Ich schreie jetzt bei jedem kleinen Fiat, der hier vorbeifährt. Jetzt kommt aber auch was Nettes. Moment. Auch typisch Italien. Jetzt. Kleine Ape. Hi, Paolo. Hi, Tamina. Wie geht's dir? Schau dir das an. Gefällt es dir? You like it? Ja, sehr. Come on. Das muss jetzt. Eine kleine Spritztour hier. Grazie. Es ist eine so schöne Straße hier. Oh, this is... Yeah, but for this is nice. Dafür ist das Auto hier prima. Einfach klasse. Du hast überall Platz. Ja. Oh Gott. Wenn diese dicken Busse kommen. Grande... Auch wenn ein großer Bus kommt, geht das gut, denn das Auto ist klein. Molto piccolo. Wir haben angefangen mit einem Autoverleih. Aber die Leute haben uns gesagt, wir brauchen den Wagen eigentlich nur für eine Stunde, um ein paar Fotos zu machen. Also haben wir dann nachgedacht, wenn Sie nur ein paar Fotos machen wollen, das können wir auch organisieren. Also haben wir angefangen, Fotoshootings anzubieten. Let's go.
isn't this? Oh, guarda qua. Schau mal, Com'è wie hübsch bello. das hier ist. Come bello. Das war mal ein kleines Fischerdorf. In origine. Sì. E poi Und ci jetzt sind sono hier degli Hotels und sehr gute Restaurants. Attualmente dei ristoranti, molto bello. Oh, Was für kleine Räder. Very. Look at. You know, Das this ist is the wirklich das best allerbeste car for Auto für diese Gegend. lovely cars. How old is This is Wie a alt ist es? Das ist von 1979. oh, it's Das ist jünger als ich. Of course. And this one, Es ist eines unserer my Familienautos. family car. Es gehörte meinem Großvater. He drove this Er hat das one. Auto gefahren? Yes, yes. This one. Then use my Dann mom, fuhr es meine Mutter now und jetzt ich. Ein ganz besonderes So Stück. it's very particular for us, no? Arriviamo! The police taking Wenn die Polizei uns sieht, sind wir verloren. Oh, really? Ah, Okay. really? Okay. Wir fahren auf der Amalfitana weiter nach Osten, zur Stadt, von der sie ihren Namen hat, nach Amalfi. Danach geht's hoch in die Berge, nach Furore und schließlich nach Ravello, auf die Terrasse der Unendlichkeit. Seit 30 Jahren werden die Koffer der Gäste von der Straße oben runter zu den Zimmern transportiert. Und umgekehrt. Seit 2024 gibt es endlich den Aufzug. Früher wurden die Koffer geschleppt. You like a coffee? Magst du einen Kaffee? Espresso. Espresso macchiato. Macchiato. Mit ein bisschen Milch? Klar, ein Schuss Milch. What about cappuccino? Stimmt das eigentlich? Kein Cappuccino nach 11 Uhr? Or what is No, it? no, no, no. Italian Cappuccino style? not with the... Also nicht zum Mittag oder Abendessen. With dinner, it's just Nur zum Frühstück. Okay. Nicht tagsüber. no more cappuccino during the day. Aber Macchiato ist okay. Okay, huh? Macchiato is Völlig okay. still good. This is Ein Kompromiss. compromise. Yeah, Ja, good compromise. ein guter Kompromiss. Stark, Strong. viel Geschmack. As a... as a South Ja, Italian. ein süditalienischer Kaffee. I tell to the Ich people sage den every Leuten time immer, that wer hier leben for darf, who an der lives on Amalfiküste, Amalfi Coast, dem hat der liebe Gott bei when der we are Geburt born, einen God dicken gave us Kuss a kiss on the gegeben. head and put us on Amalfi Coast. Because Es ist ein magischer it's a Ort. magic Das place. Meer, Yes. die You Sonne, have the die sea, Berge. You have the sun, you have the mountains. You're grateful. Du bist dankbar dafür. Sure. Natürlich, sehr. Yeah. Wow. So viele Stufen. Many. Sehr viele. Und es geht immer weiter runter bis zum Meer. Und immer tolle Ausblicke.
Von jeder Terrasse ist der Blick anders. Yes. Und euer Haus steht am dichtesten am Meer, richtig? Closest to the sea, right? Ja, wir sind nah am Meer. Das macht unser Haus besonders. Aber wir tun auch viel dafür, um alles in Schuss zu halten. Denn weißt du, das Meer frisst alles auf. Deshalb müssen wir die Anlage schützen. Es ist ein großartiger Ort und zugleich sehr schwierig für uns, ihn zu erhalten. Man muss umsichtig sein. Aber es ist unser Haus, unser Zuhause. This is really, really a Das place. ist ein Ort, wo man gerne ist. Am nächsten Morgen, wir machen eine Wanderung. Aber die Treppen wird man auch hier nicht los. Sentiero degli Dei. Das ist jetzt ein Zuweg zum Weg der Götter oben. Davon gibt es mehrere. Der Weg der Götter führt ca. 500 Meter über dem Meeresspiegel entlang der Küste. Zwischen dem Start und Positano läuft man ungefähr 5 Stunden. Dieser Weg wurde nicht für Touristen gebaut, sondern für die Bauern, die hier oben Wein und Obst anbauen. Sie mussten sich einiges einfallen lassen, um hier bebaubare Fläche auf Terrassen zu schaffen. Doch es lohnt sich. Aufgrund des milden Klimas hier blühen die Zitronen fast das ganze Jahr über. In Furore befindet sich eins der besten Weingüter der Amalfiküste. Es heißt Marisa Cuomo. Auf steilen Hängen wird hier Weinbau unter komplizierten Bedingungen betrieben. Maschinen können auf den Anbauterrassen nicht eingesetzt werden. Terrassenhänge gibt es an der Amalfiküste schon seit der Antike, um Anbaufläche für Gemüse und Obst zu schaffen. Es ist aber auch ein Schutz vor Erosion und Hangabgängen. Die Gefahr, so sagt man hier, die Gefahr lauert um die Ecke. Wo es uns gelingt, das Land zu bearbeiten, da reduziert sich die Gefahr enorm. Da, wo wir nachlässig sind, wird es gefährlich. Aber wir Verrückte machen das nun mal hier oben. Wir haben hier großen Einsatz gezeigt und viele Opfer gebracht. Und auch viele Verrücktheiten gemacht, um unser großes Ziel zu erreichen. Aber nach all den Jahren haben wir Recht behalten. Das kostbare Ergebnis seiner 20 Hektar Weinberge lagert in diesem Keller. Stolz sind er und seine Frau Marisa darauf. Nach ihr wurde das Weingut benannt.
Das sind die Namen meiner Enkel. Sie sind die Zukunft unserer Welt. Maisa, die Jüngste, trägt den Namen ihrer Großmutter. Sie ist 3 Jahre alt. Alice ist unser erstes Enkelkind, heute 9 Jahre. Und hier haben wir Andrea, 5 Jahre alt. Er heißt so wie ich, unser Royal Baby. Villa Cimbrone. Tada! Über der Villa Cimbrone wie über dem ganzen Ort Ravello weht ein Hauch von Richard Wagner. Er war 1880 hier und hat sich zu einem Bühnenbild zu seiner Oper Parzival inspirieren lassen. Seit 1953 finden in Ravello deshalb Richard Wagner Festspiele statt. Dieser englische Garten wurde ab 1904 mit vielen Allegorien ausgestattet. Sie versinnbildlichen zusammen die Gegensätze in der Welt. Licht und Schatten, Gut und Böse, aber auch Leben und Tod. Das sind die Gegensätze, die unser Leben ausmachen. Das hier ist Ceres, die Göttin der Fruchtbarkeit und des Ackerbaus. Als Erdgöttin ist sie auch Wächterin der Gräber. Das ist eng verbunden mit der Geschichte über ihre wunderschöne Tochter Persephone, die vom Gott Pluto geraubt und in die Unterwelt gebracht wurde. Um sie wiederzufinden, musste Ceres erblinden. Das bedeutet, man braucht die Fähigkeit, mehr zu sehen als das Offensichtliche. Das ist die Aufforderung, an diesem Aussichtspunkt nicht nur mit den Augen, sondern auch mit der Seele zu schauen. Guardandolo anche con l'animo, non soltanto con gli occhi. Amalfi, die Stadt, die der ganzen Region ihren Namen gegeben hat. Früher mächtige Seefahrerrepublik und heute
Hotspot für alle Reisenden. Buongiorno. Oi. Das sind diese berühmten Zitronen. Diese großen, tollen Zitronen. Ah, sorbetto. All'interno facciamo il sorbetto all'uno. Okay, super. Una. Zitrone mit Saft, mit Schale. Ach, okay. How much is one? 8 $. 8. Puh. Ja, für diesen Amalfi-Moment muss man bezahlen. Aber das sieht doch schön aus, oder? Der echten Zitrone. Aus der Schale. Und das ist hier aus dem Saft. Und das in dieser echten Amalfi-Zitrone ist schon ein kleines Erlebnis. Ein teures kleines Erlebnis. Der Dom von Amalfi ist eine Mischung verschiedener Stile. Byzantinisch, romanisch, islamisch und barock. Das sagt einiges darüber aus, wer im Laufe der Jahrhunderte in der Stadt geherrscht hat. Der Kreuzgang gibt heute noch Rätsel auf. Die Gesichter vieler Heiliger sind herausgebrochen. Angeblich passierte das, als im Jahr 1600 die Pest in Amalfi wütete und der Kreuzgang verwüstet wurde. Hier duftet es schon gut. Das ist nämlich die Backstube von dieser legendären Pasticceria. Kommen wir also zu einem sehr schmackhaften Kapitel der italienischen Konditorkunst. Die Familie Pansa betreibt dieses Handwerk schon seit 1830. Viele dieser wundervollen Törtchen und Teilchen hat man in Deutschland noch nie gesehen. Besonders viele davon schmecken an der Amalfiküste nach Zitrusfrüchten. Wen wundert's? Delizie al Limone heißen diese putzigen Bälle. Erfunden hat sie ein Konditorkünstler in den 1970er Jahren. Es ist ein Riesenaufwand, sie herzustellen. In der Hochsaison muss in der Backstube am Dom sogar im 2-Schicht-Betrieb gearbeitet werden. Für das Innere muss Biskuit gebacken und mit Zitronenpudding gefüllt werden. Und dann ist da noch die Hülle aus Sahne, Creme und Eischnee, aromatisiert mit der Schale von echten Amalfi-Zitronen. Hier werden gerade die berühmten Sfogliatelle mit süßem Ricotta gefüllt. Der ist in der klassischen Variante mit Zimt und mit Orangenblüten beduftet. Auch dieses blättrige Gebäck wurde an der Amalfiküste erfunden. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Visi. Ciao, come stai Tamina? Tutto Andrea? bene? Io sono Andrea. Ich bin Andrea und gehöre zur 5. Generation unserer Konditorfamilie. Ormai sono 30 anni. Seit 30 Jahren mache ich schon zusammen mit meinen Brüdern Torten und Gebäck. Ecco. Aroma. Bitte sehr. E all'interno Die Füllung innen ist mit Zitronen aus unserem Garten. del nostro giardino. È la crema dentro, eh? Sì,
Oh. Also köstliche Zitronencreme und so ein ganz fluffiger Teig und Berühmter ist das aus dem Kloster Santa Rosa. Was ist das für eine Geschichte mit Santa Rosa? Die Sfogliatella hat eine Nonne im 18. Jahrhundert erfunden. Und wir haben sie in der ganzen Welt bekannt gemacht. Die blättrige Struktur ist sehr knusprig und innen drin der Ricotta ist eine wahre Geschmacksexplosion. Wie du siehst, Tamina, richten unsere Törtchen keinen Schaden an. Ich esse eine Menge davon. Trotz Dolce kann man schlank bleiben, wie er. Das ist doch eine schöne Perspektive. Im 10. Jahrhundert war Amalfi eine Drehscheibe für den Handel zwischen Ost und West. Im Mittelalter fuhren Seeleute von hier bis nach Afrika und in den Orient. Sie handelten mit Seide, Baumwolle, Holz, Gold und mit Sklaven. Auf solch prächtigen Booten transportierten sie ihre Fracht. So, Amalfi kennt jeder, aber ich möchte jetzt nach Atrani. Das soll die kleinste Gemeinde Italiens sein. Und dahin führt wohl ein ganz besonderer Weg. Scusi, Atrani? Di là? Atrani? Di là? Amalfi di là. Atrani di là. Grazie. Wir verlassen jetzt die Costiera Divina, die göttliche Küste, und reisen nach Norden. Erster Stopp, der edle Badeort Sorrent. Von dort aus setzen wir über nach Capri.
Wir entdecken weltbekannte Handwerkskunst und ein Stück Familiengeschichte der Unternehmerfamilie Krupp. Aber auch Anna Capri, den höher gelegenen und nicht ganz so teuren Teil der Insel. Te voglio bene assai. Ich liebe dich so sehr. Ach, und dann noch der Vesuv. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie sangue tinta e veno. Ah. Der erste Sänger dieses Liedes war Lucio Dalla. Lucio Dalla. Sì. Te voglio bene assai. Ah, deswegen steht das hier. Ah, grazie. Te voglio bene assai, the language... Der Satz da ist neapolitanisch, nicht italienisch. Italy, ti voglio bene assai. Sì. In Italy. Sì. In napoletano, te voglio bene assai. Te voglio bene assai. Grazie mille, signore. Te voglio bene assai. Ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai. Ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai. E scioglie il sangue nelle mani. In diesem Hotel übernachtete Lucio Dalla zufällig in demselben Zimmer wie einst der Opernsänger Enrico Caruso, kurz bevor er starb. Das hat Lucio Dalla zu seinem Lied inspiriert. Und Caruso scheint in diesem Grand Hotel bis heute als Geist weiterzuleben. Caruso machte nicht in Neapel Karriere, sondern in Mailand und New York. Er starb mit nur 48 Jahren an den Folgen einer Rippenfellentzündung. Kurz vorher machte er in diesem Zimmer in Sorrent einen Erholungsurlaub. Am Hafen von Capri kommen im Sommer stündlich Schiffe aus Sorrent und Neapel an. Täglich kommen bis zu 18.000 Besucher. Die meisten sind Tagestouristen.
Übernachten auf Capri kann nämlich teuer werden. Die Insel ist immer noch ein Mythos. Warum? Es gibt hier noch nicht mal Strände. Muss am Capri-Style liegen. Buongiorno. Guten Tag, hallo. Mamma mia. Sehr erfreut. Was für eine Farbe. Ich liebe diese Farbe, meine Lieblingsfarbe. Ist das Capri-Style? Ja, So, Soll ich da einfach reinspringen? klar, warum nicht? Willkommen auf Capri. Die Piazza ist sogar in der Nebensaison voll. Heute wie vor 50 oder 60 Jahren. Damals ging's los mit den Reichen und Schönen auf der Insel. Im Zentrum kostet der Espresso gerne mal das 10-fache wie auf dem Dorf. Capri hat sich den Hauch von Luxus bis heute bewahrt. Kostspielige Bekleidungsmarken aus aller Welt haben hier ihre Exklusivgeschäfte. In den Italien verrückten 50er und 60er Jahren wurde die Modebranche sogar von hier mit Ideen beliefert. Die berühmten dreiviertellangen Capri-Hosen trugen die Damen damals überall in der Welt. Und dann gibt's ja noch die legendären Capri-Sandalen. Buongiorno. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's Ihnen? Bene. Gut. Bellissimo. Cammina. Angenehm. Piacere. Costanzo. Capri Classico. Sì, mio nonno, Amedeo Es war mein Canfora, Großvater, Amadeo Canfora, der die Sandalen erfunden hat, die wir heute Capri-Sandalen nennen. All this sandalo caprese, Capri sandal. Qui abbiamo Hier sehen wir Jackie Kennedy, die berühmteste Kundin meines niente Großvaters. più famosa di mio nonno. Hier hat sie auch eine von unseren Sandalen an. Dieses Modell war das erste, das er 1962 angefertigt hat. Und das erste, das er für Jackie Kennedy gemacht hat. First one he made for Jackie Kennedy in 1962. Wunderschön. And these pictures All diese are from Fotos sind von 1962. 1962. Father, Hier mein Großvater mit Jackie Kennedy. Große Geschichte. Capri Auf Capri gibt es viele Steigungen, nicht einfach hier spazieren zu gehen. Und deshalb hat er sich überlegt, wie man eine Sandale entwerfen kann, mit der man möglichst bequem auf Capris Straßen laufen kann. Es ist nicht einfach nur Arbeit für uns, sondern Leidenschaft. Es ist wichtig, ein Stück Familie. Wir lieben, was wir tun.
Sieht gut aus. Probiere ich gleich hier an. Sieht gut zu deinem Kleid aus. Perfekte Kombination. Pink mit Gold. Es ist fast wie barfuß, aber es ist schön. Ich bin nicht so elegant wie Sie, aber man bekommt was davon ab. Sehr schönes Modell. Und sie halten lange. Das ist sie, die berühmte Via Krupp. Schlängelt sich hier in den Felsen gebaut, bis ganz nach unten. Friedrich Alfred Krupp hat sie bauen lassen. Und so kam er dann schneller von seinem Hotel runter zu seinem Forschungsschiff. Die Rede ist von dem dritten Krupp-Chef seit der Gründung des Essener Stahl- und Waffenkonzerns. Friedrich Alfred war einer der reichsten Männer der Welt und liebte Capri. Verbrachte regelmäßig die Wintermonate hier. Bei seinen Erkundungen entdeckte er nicht weniger als 68 Meeresarten, von denen fast die Hälfte den Gelehrten der mediterranen Fischfauna noch unbekannt war. Doch das selbstbestimmte Leben des Friedrich Alfred Krupp auf Capri dauerte nur 3 Winter. Seine politischen Feinde veröffentlichten in der sozialdemokratischen Zeitung Vorwärts Details zu seinem Privatleben. Zitat: In einer verschwenderisch ausgestatteten Villa huldigte er mit den jungen Männern der Insel dem homosexuellen Verkehr. Eine Woche nach der Veröffentlichung des Artikels in Deutschland war Krupp tot. Offiziell gestorben an einem Herzschlag. Ah, grazie. Alfonso? Sì. Ja? Wir fahren jetzt zu den Faraglioni. Wenn wir ankommen, zeige ich dir was Wunderschönes. Okay. Thank you. Cool. Überraschung.
Posso? Sì. Bellissimo. Das leuchtet wie magisch. So, Türkis. Yes. Das ist nicht die blaue Grotte, das ist die Grotte von Alfonso. Very nice. Jetzt entdecken wir den höher gelegenen Teil von Capri, Anacapri genannt. Hier gibt es jahrhundertealte Olivenbäume, die weltberühmte Villa eines schwedischen Arztes und zum Schluss geht's rauf auf den höchsten Punkt der Insel, auf den Gipfel des Monte Solaro. Willkommen in Anacapri. Grazie mille. Vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao. Ciao. Grazie. Arrivederci. Ciao. Anacapri ist ein bisschen weniger luxuriös und teuer als Capri-Stadt, auch was die Hotels angeht. In diesem Teil der Insel kann man sich vielleicht sogar eine Übernachtung leisten. Vor rund 140 Jahren begann der junge schwedische Arzt Axel Munthe, Anacapri zu lieben. Die Villa San Michele ist sein Vermächtnis. Bei einem seiner Besuche auf Capri hatte Axel Munthe eine kleine Kapelle auf einem Felsvorsprung entdeckt und daraufhin beschlossen, an dieser Stelle sein Haus zu bauen. Die Villa San Michele entwickelte sich zum Anziehungspunkt der europäischen Prominenz. Die schwedische Königin, Oscar Wilde, Rainer Maria Rilke, alle besuchten ihn hier. Und wahrscheinlich stiegen sie alle bis ganz nach oben, zur berühmten Sphinx. So, hier muss es jetzt die berühmte Sphinx geben, der man schweigend die Hand auflegen darf. Und dann hat man 3 Wünsche frei, die man natürlich nicht verrät.
Schau dir diesen Zweig an. Wunderbar. Das werden alles mal Oliven. Ich glaube, wir werden ein gutes Jahr haben. Drücken wir die Daumen. Denn es kann noch viel passieren bis zur Ernte im Herbst. Zu starker Regen oder große Trockenheit haben bis dahin noch viel Einfluss auf die Erntemenge. Nimm dir eine und riech mal. Smell now. Vincenzo hat sich mit anderen zu einem Verein zusammengeschlossen, um das Gold von Capri, sprich die Produktion von Olivenöl, zu retten. Das ist der Baum, der das gesamte Projekt repräsentiert. Er ist 1000 Jahre alt. Ich denke, er hat viele, viele Dinge gesehen. Er hat Dürren überlebt, Kriege, Invasionen fremder Völker. Er hat alles überlebt. Darf ich? Ja, bitte. 1000 Jahre. 1000 Jahre. Der Älteste hier. Über Generationen hat er Oliven getragen. Natura bellissima. Und ist immer noch großartig. Schau mal, wie er dieses Jahr geblüht hat. Bellissimo. So, next. Die neue Generation. Eine neue Generation. Wir müssen die Bäume pflegen, denn in 1000 Jahren wird jemand sagen, dass sie vor 1000 Jahren von jemandem am Leben gehalten wurden und dass das gut war. Questo è bellissimo. Wasser. Wir brauchen das Wasser, um den Mund zu spülen. Damit wir besser schmecken. Okay. Dies ist eine Karte von Anacapri. Als wir jedes einzelne Grundstück analysierten, haben wir festgestellt, dass es große Unterschiede zwischen den Ölen gibt, die in den verschiedenen Zonen produziert werden. Ich würde mit Öl vom Teilstück Pinot beginnen, das für mich dieses Jahr eines der besten ist. First smell. Erst den Geruch. Okay. Es schmeckt zuerst ein bisschen würzig. Und dann mach so in deinem Mund. Es ist reich an Polyphenolen. Das ist die richtige Methode, Olivenöl zu verkosten. Nicht mit Brot, das macht man mehr aus Gastfreundlichkeit. Die richtige Methode für die Verkostung geht so. Like this. Like this. The herbs. Ja. Very nice. Sauerstoff. For me, very nice. Bisschen wie beim Wine-Tasting. Yeah. Es hat ein bisschen was Bitteres, ein bisschen scharf auch, wenn man es runterschluckt. Es ist viel frischer noch, als wir es so kennen. Ich glaube, wir sind manchmal so gewöhnt an so ein bisschen harmloseres Olivenöl. Das ist richtig so. Also dieses Öl benutze ich nicht so gern zum Probieren, sondern ich lasse die Leute daran riechen. Warte einen Moment. Es muss ein bisschen warm werden. Dann inhalieren, fühlen, riechen. Oh. So muss das sein. Italien. Yes. Capri. Genuss. Ah. Jetzt könnt ihr es mit Brot probieren. Okay, jetzt dürfen wir Brot. Und das Brot ist sehr neutral, nicht viel Salz. Ja, Sauerteig mit wenig Salz. Poco sale. Sì. Buonissimo. Buono davvero. Divino in bocca. You are also very excited, yeah? Yeah. Guck mal, sie liebt es. Oh, you could just live with olive oil and bread. Very simple. Oh, very simple, but very good.
Grazie. Was für ein Ort. Und so geschichtsträchtig. Kaiser Augustus war hier. Kaiser Tiberius hat wohl 14 Jahre hier gelebt, hat mehrere Villen hier gebaut. Unter anderem da unten die Villa Jovis. Die muss 8 Stockwerke hoch gewesen sein damals. Ein prächtiges Bauwerk. Und von hier aus wurde dann das Römische Reich regiert. Ciao Capri. Was für eine bunte Insel. Und jetzt auf nach Napoli. Neapel, die drittgrößte Stadt Italiens, war immer schon besonders und ist es heute noch. Wir streifen durch die legendäre Altstadt, blicken hinter die Kulissen einer besonderen Pizzeria und besuchen die weltberühmte Musikakademie. Wer nach Neapel fährt, der begegnet dem Vesuv. Er thront über der Region, bedroht sie aber auch. Aus dem Krater dampft es unentwegt. Geologen messen mit Sensoren jede Mini-Eruption, denn dass er plötzlich ausbricht, ist nicht unwahrscheinlich. Schon seit 300 Jahren staunen die Besucher den Gefahrenherd an, ist der Vesuv Bestandteil des touristischen Programms. Als 1787 Goethe auf seiner italienischen Reise hierher kam, waren die antiken Städte Pompeji und Herculaneum schon wieder entdeckt und wurden ausgegraben. Im Jahr 79 nach Christus war im Kraterkessel eine 30 Kilometer hohe Eruptionssäule gen Himmel gestiegen und ließ Unmengen von Asche und Bimsstein niederregnen. Über 5000 Menschen kamen ums Leben. Die Hinterlassenschaft in Pompeji und Herculaneum wird bis heute ausgegraben. Und es ist kein Ende abzusehen. Immer wieder werden neue Plätze, Straßen und Häuser entdeckt. Und es ist nicht nur der Vesuv. Die ganze Region rund um Neapel ist explosiv. Eine große Gefahr lauert auch im Nordwesten. Die Phlegräischen Felder in der Nähe von Pozzuoli, ein Vulkanfeld, das sich ins Meer hinein auf 200 Quadratkilometer erstreckt. Quasi täglich werden hier kleine Eruptionen und Bodenhebungen vermeldet.
Die Phlegräischen Felder gehören zu den 10 größten Vulkanen der Welt. Ein Ausbruch könnte 100-mal stärker sein als der Ausbruch des Vesuv vor 2000 Jahren. Vom größten Vulkanausbruch der Phlegräischen Felder haben wir Spuren sogar in Russland gefunden. Und natürlich überall im Mittelmeerraum. Dieser Ausbruch ist 40.000 Jahre her. Aber wie ist denn die Situation im Moment? Gerade jetzt haben wir unschönerweise eine große seismische Krise. Wir haben rund 100 Erdbeben pro Tag. Aber du lebst doch da, oder? Allerdings, ich lebe da, in den Phlegräischen Feldern. Warum? Mitten in der Problemzone? Ja, da bekomme ich die ganzen vulkanischen Aktivitäten am direktesten mit. Ist das nicht gefährlich? Das Problem ist unser menschliches Vorstellungsvermögen auf der einen Seite und die Größenordnungen eines solchen geologischen Phänomens auf der anderen. Niemand hat hier einen solchen Ausbruch erlebt. Es gibt nur die Spuren vom Vesuv-Ausbruch 79 nach Christus, der Pompeji zerstört hat. Und die Menschen heute reden sich die Wahrscheinlichkeit einfach klein, dass eine solche Katastrophe passieren kann. Es ist also eine Gefahrenzone. Das ist einfach keine normale Gegend hier. Sie ist außergewöhnlich, sowohl wegen der Schönheit als auch wegen der Gefahr. Hier gibt's beides. Alles Gute für dich. Danke, vielen Dank. Und was tun die Menschen in Neapel? Sie singen und spielen. Balkon-Karaoke. Hier hat einer einen Korb runtergelassen und bittet um Spenden für sein Gesangstalent. Im spanischen Viertel wird der zweiten Leidenschaft der Neapolitaner gehuldigt. Es ist der Fußball und der neapolitanische Gott dafür heißt Maradona. Buongiorno, Signora. Buongiorno. Possibile. Können Sie mir helfen, meine Maus zu kurieren? Oh. Was hat sie denn? Kein Schnurrbart mehr. Hat also ihren Schnurrbart verloren. Das bringen wir in Ordnung. Ich schreibe Ihnen eine Einweisung. Wie ist der Name? Okay. Qual è il nome? The name? Maus. Maus. Allora. Eine Maus ohne Schnurrbart. Den Schnurrbart bitte neu machen. Perfetto.
Ultraschall. Ah, Das Herz. Sì, sì. Ja, drück mal. Oh. Questo? O sotto un po' mosce? Nehmen wir den hier oder ist der zu weich? Ma qua non ce la facciamo a farli entrare. Da muss der Schnurrbart dran. Dobbiamo solo indurire questi qua. Sì. Fa? Allora. Intervento terribile. Devo prima indurirli e poi taglio. No, nel senso se appaiono... Vedete, sono un po' lunghi. No, 2 dita. Ah. Non vedo niente. Bellissimo. Sehr schön. Ah, Perfekt. Perfetto. Perfetto, Wie no? neu. Ah, Prego. grazie. Und noch ein Stadtheiliger. Der dumme, schlaue, listige und faule Pulcinella. Neapel hat so seine Figuren. Pulcinella gehört dazu. Er kommt aus der alten Theatertradition der Commedia dell'arte und ist Vorbild für unseren Kasper und Hans Wurst. Hier in Neapel reibt man ihm gern die Nase. Pulcinella. Pulcinella ist typisch für Neapel. Er bringt dir Glück. Fortuna? Sì. Ah, di Napoli. Pulcinella. Warum ist das mit der Nase? Tradition. Tradizione. Okay. Gut. Okay. Can you take a picture? Können Sie ein Foto von mir machen? Cosa? So. Tada. Like this. Okay. Grazie. Okay. Hup. Tradizione. Bringt Glück. Napoli. Es gibt ja so Sachen, die muss man einfach machen in Neapel. Hier ist zwar jetzt gerade ein bisschen Baustelle, aber da drin wird es historisch. Pizza, wie wir sie heute kennen, lässt sich in Süditalien seit Mitte des 18. Jahrhunderts nachweisen. Diese Pizzeria gibt es seit 1937. Sie behauptet, die beste Pizza der Welt zu machen. Ciao, Buongiorno. Darf ich eintreten? Sehr gerne. Die beste Pizza der Welt. Die Leute stehen Schlange. Wie kommt's? La pizza napoletana ha Die una... neapolitanische Pizza hat eine lange Geschichte. Sì. Noi portiamo avanti... Wir versuchen, die traditionelle Variante immer weiter zu entwickeln, was die Dicke des Teigs und die Zutaten angeht. Molto sottile. Sie sollten eigentlich immer sehr einfach sein. Ingredienti semplici. Tomaten, Fior di Latte Käse, Basilikum und natives Olivenöl. Olio extravergine. Sì. Das sind die italienischen Nationalfarben. Italiana. Sì, che Ja, poi das ist unsere Nationalflagge. bandiera italiana. Mettiamo un po' di farina. Ein bisschen Mehl auf den Teig. Partiamo qui. Sarebbe questo. Puff, puff, puff. Al centro. In die Mitte. Alles. E poi Und giro. jetzt drehen. Basilico. Sì. Fior di latte d'Agerola. Jetzt den Fior di Latte. Eine Handvoll. Olio. Olivenöl. Dai bordi e Man beginnt am Rand und geht in die Mitte. Okay. Adesso tu prendi qui. Und du nimmst io das prendo hier, qui e ich tiriamo. hier. Al mio 3. Auf 3. Ja. 1, 2, 3. Ok, Ui. perfetto. Oh. Vai. Siamo sotto? How many Wie viele Minuten? 50 50 Sekunden. Sekunden, nicht No, Minuten. How hot Guarda, is vedi? it? Wie heiß ist der Ofen? 450 Grad. gradi. Bella, eh? Bella. Oh, ging das schnell jetzt?
Oh mein Gott. Na? Wie findest du sie? Das ist unsere Pizza. Perfetta, wahnsinnig. Selber gemacht, sekundenschnell gebacken und jetzt? È pronta? Salute. Salute. Soffice, Napoli, super. Feuer und Wasser, Himmel und Hölle, in Neapel liegt alles sehr nah beieinander. Überall in der Stadt gibt es Altäre und Marienbilder. Angeblich wachen 68 Heilige über die Stadt. In der Altstadt gibt es die berühmte Straße der Krippenbauer. Dieses Kunsthandwerk gibt es in Neapel schon seit dem 15. Jahrhundert. Das Besondere hier, die Krippen zeigen nicht nur die heilige Familie, sondern auch ganz normale, zeitgenössische Menschen. Da oben ist wieder. Man lernt in diesen Geschäften durch die Figuren eine Menge über die Neapolitaner, wie sie waren und wie sie heute sind. Buongiorno. Uno. Grazie.
Was für ein Kontrast. Man lässt die Welt und all das Laute draußen und kommt hier in so eine Oase. Da gibt es doch dieses schöne Bild. Geh ab und zu in die Stille, damit die Seele den Mut nicht verliert. Wir sind mit Stefanie Sonnentag in den Quartieri Spagnoli unterwegs, den spanischen Quartieren, benannt nach den Soldaten, die hier im 16. Jahrhundert gewohnt haben. Das Viertel war mal ein ärmeres Viertel und jetzt verändert sich das? Hat sich total verändert in den letzten 5 Jahren, weil es handelt sich um ein Viertel, das stadtnah liegt. Und, also beliebt wird jetzt und sehr auch teurer beliebt wahrscheinlich. Ja, viel teurer. Und die Tante-Emma-Lädchen sind alle verschwunden. Weil jetzt gibt es Geschäfte, in denen man alles eine Pizzaschnitte kaufen kann. Das dürfen die hier? Ja, das dürfen die weder hier noch anderswo. Krass! Neapel kann auch modern. Für die Gestaltung der neapolitanischen U-Bahn holte sich die Stadt die bedeutendsten Architekten und Künstler aus Italien und ganz Europa. Das Ergebnis? Ein Spiegelpalast des Geistes. Die Venus degli Stracci, Venere degli Stracci. Das ist moderne Kunst von Michelangelo Pistoletto, einem Vertreter der Arte Povera. Venere degli Stracci heißt übersetzt die Venus der Putzlappen. Oh. Das sind ja jede Menge Putzlappen hier, ne? Man hat ja sofort x Assoziationen. Ja, an was hast du zuerst gedacht? Die Wegwerfgesellschaft, Überfluss, Verfall. Als dieser Platz neu gestaltet wurde, hat die Stadt Neapel beschlossen, jedes Jahr im Sommer ihren Einwohnern eine zeitgenössische Kunstinstallation zu schenken. Ach so. Und dieses Jahr haben wir Michelangelo Pistoletto. Ist das Marmor? Nee. Sieht so aus, ne? Das ist Plastik und das ist komplett hohl. Neapel ist bis heute eine Stadt der Hochkultur, so wie sie es immer schon war. Im 18. und 19. Jahrhundert galt sie als Welthauptstadt der Oper. Deshalb hört man auch heute noch die meisten Opern auf Italienisch. Und natürlich hat Neapel auch ein Musikkonservatorium von großem Ruf. Orgel ist auch. Hier ist alles. Hier wird alles unterrichtet. Klavier, Orgel, was hören wir noch? Mindestens einen Pianisten. Das ist ja toll. Und die alle studieren hier, oder wie? Ja.
Dankeschön. Dankeschön. Du bist ja schon fast Neapolitanerin, oder? Meinst du? Wie hat es denn abgefärbt auf dich, die Stadt? Was die Neapolitaner mit Sicherheit am besten können, das ist den Moment genießen. Und das zeichnet für mich auch so das Lebensgefühl in dieser Stadt aus. Und ich glaube, Neapel ist vermutlich die italienischste Stadt überhaupt. Perché quando morina ton grifo come a gatto non è che t'aggia fatto che non mi può vedere chi t'aggia amato tanto si t'ama tu lo sai io ti voglio bene assai e tu non pensa a me io ti voglio bene assai e tu non pensa a me. Che bello cantare. Grazie. Ich kenne das Lied. Te voglio bene assai. Ja. È una canzone Es ist meravigliosa. eines der berühmtesten Lieder aus Neapel. Gibt es da mehrere Versionen? Ci sono tante canzoni Ja, ispirate sicher. a questa Das Lied canzone. hat aber auch viele andere Sänger und Komponisten zu Liedern inspiriert. Cancello Vuio, famosissima. Und Lucio Dalla hat noch ein Lied über Caruso geschrieben. A Dici Cancello Vuio, che a sua volta è un omaggio a Te voglio bene assai, che è Caruso di Lucio Dalla. Und was ist das Lied in Neapel? Il nostro inno Unsere Hymne hier in Neapel ist vielleicht O Sole Mio, wenn man von der Berühmtheit ausgeht. Aber es gibt natürlich auch viele andere. Okay. You want? Yeah. Can I Perfetto. just sit? Che bella cosa una giornata sola, un'aria serena dopo una tempesta, con l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata sola. Quando fa notte io solo sono in scena, ma viene quasi una malinconia sotto la finestra tua resta ria. Quando fa notte io solo sono in scena.
am fronte